Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir, da bin ich wieder. Ja, wir sind mitten im September und ich war jetzt die Woche krank, wie man noch hören kann. Aber ich war super lange nicht mehr krank. Das letzte Mal krank war ich an Silvester, das weiß ich, weil ich da auch gevloggt habe. Und ja, und seitdem war ich eigentlich fit. Und jetzt hatte ich so eine Art leichte Erkältung, Grippe, ich weiß es nicht, aber naja, ich bin auf jeden Fall auf dem Weg zu Ikea, denn ihr wisst ja, dass ich mein Ankleidezimmer halt nochmal umgestalten möchte. Da spreche ich ja schon seit vielen Vlogs drüber. Im letzten Vlog habe ich ja auch schon mal angefangen umzusortieren und hatte halt schon mal den einen Schrank oder die eine Kommode leer gemacht, die habe ich auch verkauft. Dann habe ich jetzt so weitere Kommoden und Schränke verkauft und bin jetzt noch dabei, den Kleiderschrank zu verkaufen. Ich muss halt alles vorher verkaufen, bevor ich die Sache bestelle, weil das Problem ist halt, ich kann diese Sachen ja nicht im Keller lagern. Und deswegen bin ich jetzt auf dem Weg zu Ikea, weil ich mir die Sachen nochmal angucken will. Ich will mir einen Packschrank zusammenstellen, für mich und für Max, damit jeder seinen eigenen Schrank hat. Er ist nicht so begeistert von der Idee. Ja, aber ich bin davon begeistert, dass jeder seinen eigenen Schrank hat. Und genau, und da werden wir uns jetzt gleich mal so ein bisschen umgucken. Ich möchte es gerne nochmal visuell alles sehen, auch mal anfassen. Ich muss mal alles anfassen. Und wenn das der Fall ist und das alles so stimmt, dann werde ich das online nochmal zusammenstellen. Werde dann nochmal hinfahren und mit dem zusammengestellten Schrank mich nochmal beraten lassen. Nicht, dass ich irgendwie was vergesse oder so. Oder vielleicht haben die ja auch noch einen Tipp. Und ja, ich meine jetzt wo, also das ist ja jetzt wettertechnisch, wird es jetzt langsam Herbst. Wir haben heute 13 Grad. Es ist sehr kalt und regnerisch. Also gefühlt sehr kalt, weil letzte Woche hatten wir 30 Grad und jetzt nur noch 13. Das ist natürlich immer so ein krasser Kontrast. Aber jetzt, wo wir in den Herbst kommen, habe ich Bock auf Renovieren. Ich muss im Keller auch nochmal wieder was machen, weil der Keller sieht schon wieder übelst schlimm aus. Der ist auch immer noch nicht so, wie ich ihn gerne hätte. Und da werde ich mich auf jeden Fall auch nochmal jetzt dran setzen, ans Sortieren und Aussortieren nochmal. Ja, gibt immer was zu tun, ne? Gibt immer was zu tun. Ich bin ja die ganze Zeit überlegen, ob ich weiß oder dieses Grau nehme, aber ich finde, das sieht auch total elegant aus, ne? Aber ich habe Angst, dass es dann zu dunkel wird im Raum. Ja, und so wird es in Weiß aussehen. Ich glaube, ich fände Weiß besser, weil ich habe Angst, dass es sonst zu dunkel wird in dem Zimmer, ne? Auch hier das mit den Hosen finde ich toll, aber da bin ich noch so hin und her gerissen, ob das eine gute Idee ist, das zu machen. Oh. Ich glaube, ich würde diesen Griff nehmen. Oder diesen. Dann auf jeden Fall eine Spiegeltür. Und entweder diese Fronttür oder, nee, diese nicht, diese noch. Die finde ich auch schön. Ja, was soll ich sagen? War auf jeden Fall interessant, bei Ikea das alles mal zu sehen. Und ich bin jetzt so gut wie wieder zu Hause und ja, und werde dann anfangen, jetzt noch mehr die Sachen zu verkaufen. Und danach werde ich die Sachen bestellen. Die müssen ja dann auch noch geliefert werden. Da muss ich nochmal gucken, ob ich das aufbauen lasse oder das selber mache. Aber ja, ich glaube, das wird richtig gut. Und
Werde ich heute noch was machen? Nee, ich bin irgendwie total müde und erschöpft. So, ich bin jetzt zu Hause. Es sind noch ein paar Amazon-Bestellungen angekommen. Die machen wir mal zusammen auf. Ja, ich habe hier fürs Badezimmer so eine Lautsprecherbox bestellt. Weil, ja, wenn man irgendwie duscht oder so, dann ist das Handy manchmal so ein bisschen zu leise vom Sound. Okay, ich habe einmal dieses Kleid bestellt und es sieht furchtbar aus. Selbst mit dem Gürtel gefällt mir das nicht. Ich finde es sehr kurz, viel zu kurz. Und viel zu dünn auch der Stoff. Dann fragt mich nicht warum, aber ich habe mir ein Mittelalterkleid bestellt und ich finde es furchtbar. Ich dachte, vielleicht für irgendeine Kostümparty könnte man das mal gebrauchen, aber das sieht so richtig schrecklich aus. Auch der Stoff ist super billig. Geht auch wieder zurück. Okay, das ist auf jeden Fall ein Schlafanzug. Das finde ich ganz schön. Kann das hier auch so hochklappen. M wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber ich mag es beim Schlafen lieber bequem. Und dann habe ich noch diese Radler, haut mich aber nicht so um, muss ich ehrlich sagen. Und dieses Oberteil, das ist einfach so ein schlichtes rotes Top. Weiß nicht. Finde ich jetzt auch nicht so toll. Der Kamera sieht es auch irgendwie himbeerfarben aus, ist aber rot, so ein dunkles Rot. So, ich bin jetzt draußen, noch mal eine kleine Runde spazieren, bevor die Sonne weit weg ist. Es ist richtig kalt geworden. Wir haben jetzt nur noch so 14, 15 Grad und heute Morgen waren 10 Grad. Das ist total ungewohnt, weil letzte Woche hatten wir halt 30. Aber ja, der Herbst kommt jetzt und ich freue mich auf den Herbst. Übrigens verwende ich ja jetzt diese Klebe Tattoo Brows. Ich finde das richtig schön. Sieht total natürlich aus und vor allem, es hält halt auch lange, hält dann mal so 1, 2 Tage. Und ich musste gerade so lachen, weil ich dachte, boah, jetzt ändere ich nicht nur andauernd meine Haarfarben und Haarstyle, jetzt ändere ich andauernd noch meine Augenbrauenform. Meine Augenbrauen sind jetzt komplett ausgefallen und genau, ich habe da halt jetzt auch verschiedene Formen, bisschen dünner, ein bisschen dicker, nach oben, nach unten und ich finde das ganz toll irgendwie und vor allem die halten so 2 Tage. Heute habe ich noch so ein bisschen Puder halt drüber gemacht und ja, und ich finde das so geil, weil für mich war ja immer so Augenbrauen malen immer das Schlimmste. Ich werde da vielleicht auch noch mal ein Tutorial zu drehen, aber Augenbrauen malen war für mich immer das Schlimmste. Ich habe es auch, selbst wo ich meine Haare noch hatte, ich habe es gehasst, Augenbrauen zu machen und das ist einfach, du klebst es drauf und fertig. Du musst nichts machen, nichts schminken. Ich mache manchmal noch so ein bisschen Puder drüber. Bei denen habe ich so ein bisschen aschiges Puder drüber gemacht, weil die, ich finde halt, sie sehen so ein bisschen rötlich aus so manchmal im Licht. Aber richtig toll. Habe ich euch unten mal verlinkt. Funktioniert aber nur, wenn man wirklich keine Haare hat. Happy Sunday. Ja, wir haben den nächsten Tag und ich war heute Morgen im Gottesdienst und es war sehr schön. Und ich war schon länger nicht mehr da, muss ich ehrlich sagen. Und das hat mir richtig gut getan und auch die Predigt war richtig schön. Es ging darum, wie wir unsere Ängste halt auch überwinden, dass wir, oft haben wir
weiß ich nicht, so, das habe ich halt auch. Oft haben wir unbewusste Ängste oder denken, irgendetwas könnte dann so passieren. Aber oft passiert es halt nur in unserem Kopf. Und einfach, dass wir halt mutiger sein sollen und halt auch, wenn wir das Gefühl haben, zum Beispiel jemandem von Jesus zu erzählen, dass wir das dann halt auch tun können und keine Angst haben müssen. Und das habe ich auch im Leben schon erfahren. Ich hatte oft, dass ich gedacht habe, so ja, wenn du das sagst und weißt du nicht. Und wenn ich es dann getan habe, hatte ich ganz tolle Unterhaltung mit Menschen über den Glauben. Und ja, einfach mutiger sein. Und ich glaube, das tut uns allen ein bisschen gut. Ja, und ansonsten bin ich jetzt gerade so ein bisschen müde. Ups, ich habe gerade Pakete von den Nachbarn aufgemacht. Ich habe mich schon gewundert. Irgendwie ist das Licht hier sehr unvorteilhaft gerade. Naja, ich habe auf jeden Fall ein paar Perücken bestellt, weil ich möchte gerne noch eine Lockig-Perücke haben ohne Pony, weil ich den Lockenlook gerade sehr mir liebe. Und ich habe jetzt ein paar bestellt. Und ich hatte schon am Wochenende welche bestellt. Davon habe ich schon 2 wieder zurückgeschickt. Eine habe ich noch hier. Weil da bin ich noch nicht so sicher. Ich habe die aber nochmal bestellt, ein bisschen kürzer. Weil bei Locken ist es so, mir gefällt das lieber, wenn es ein bisschen kürzer ist. Dann ist es auch ein bisschen voluminöser und ja, gucken wir mal, ne? Gut, das Problem ist halt natürlich so, aus der Packung sieht das immer nicht so toll aus. Aber ja gut, die ist halt genauso wie die andere. Aber ich glaube, die ist ein Tickchen kürzer. Gleichzeitig finde ich hier dann die Färbung wieder nicht so schön. Ach ja, muss man mal schauen. Ja, also bei der ist halt leider die Färbung nicht so schön wie bei der anderen. Man hat hier halt so eine dicke, fette, blonde Strähne. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Von der Länge her so passt es, aber ja, die geht auf jeden Fall wieder zurück. Die finde ich schöner. Das ist halt so ein, man sieht es glaube ich so ein, ja, rotbraun würde ich sagen. Ich bin allerdings ein bisschen skeptisch, weil die Locken wirken sehr groß. Ich weiß nicht, ob die so reingemacht wurden oder ob die auch nach dem Waschen so aussehen. Und sie hat halt leider gar keine Highlights. Ach, ich bin ja nicht mehr so... Also ich fühle ja immer blond mehr. Wobei ich sagen muss, ich glaube, mir steht... Also so schaut es halt im Tageslicht aus. Man sieht schon, es ist jetzt kein Schwarz. Es ist halt so ein helleres Braun auf jeden Fall. Also eigentlich gar nicht so schlecht. Passt auch gut zu meinen Augenbrauen. Ja, seht ihr? Aber ich bin ein bisschen skeptisch. So, wir haben ein paar Tage später und ich wollte euch jetzt mal zeigen. Also ich habe auf jeden Fall beide Perücken behalten, weil ich sie so schön finde. Und zwar einmal hier die lockige mit den Strähnen und ich fühlt sich so gut an dafür, dass es lockiges Haar ist. Also es ist auf jeden Fall echt Haar. Und ich finde das auch sehr, sehr schön mit den Strähnen. Ich bin halt sogar überlegen, ob ich die dunkleren Bereiche noch ein bisschen sogar aufhelle. Aber ja, richtig, richtig schön. Und das ist die andere. Die sieht gerade so ein bisschen wüst aus, weil ich die am Wochenende schon so oft getragen habe. Habe ich super viele Komplimente bekommen. Ist auch so schön, die Locken. Und es ist halt so ein schönes Rotbraun. Und alle sagen, das steht mir unglaublich gut. Ja, und die habe ich auf jeden Fall auch behalten. Und ich liebe sie. Ich bin aktuell gerade im Lockenlook und wie schon gesagt, super weich, super angenehm. Das ist auf jeden Fall auch echt Haar. Und ja, I love it. Was sagt ihr? War es gut, dass ich die behalten habe. Ich habe die auf jeden Fall euch beide auch unten markiert. Und ja. Some new babies in the house.
Hi, da bin ich wieder. Wir haben viele Tage später. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis jetzt nichts mehr gevloggt. Irgendwie, I don't know, manchmal habe ich das ja, das wisst ihr ja, dass ich dann nicht so im Modus bin und das ist gerade der Fall. Ich möchte aber, dass dieser Vlog jetzt auch am Wochenende online geht. Deswegen werde ich den jetzt heute hier beenden, weil I don't know, sonst wird nichts mehr da draus und wir haben jetzt halt Ende September, die Zeit fliegt und ja, bald gibt es ja dann auch schon Vlogmas, da freue ich mich sehr drauf, ist ja auch nicht mehr so lange hin. Und zwar wollte ich euch, wie man sehen kann, sehen meine Haare echt toll aus und die halten den ganzen Tag und zwar habe ich dieses Tool hier entdeckt. Das habe ich euch unten auch markiert. Ich zeige euch gleich das nochmal in der Anwendung. Und zwar ist es ein Lockenstab, Rundbürste, Glätteeisen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es ist meistens, wenn man ja diese Teile hat, dann kommt ja Luft raus, so wie beim Dyson Airwrap. Und bei dem ist es so, da kommt keine Luft raus. Das wird einfach warm und es ist aber wie eine Rundbürste. Und ich liebe das. Es ist so, man kriegt da so geile Föhnfrisur mit hin, ohne dass man halt föhnt. Und gerade auch so am Tag, wenn ich dann gerne nochmal meine Haare irgendwie auffrischen muss, funktioniert das richtig gut. Und ich habe das heute Morgen gemacht und wie man sehen kann, hält es halt auch. Und es wird auch gar nicht so heiß und das hat auch hier so eine Ionentechnik. Also man hört das sogar so ein bisschen. Das heißt auch die Haare, die fliegen nicht ab und so. Und ich finde das so toll. Es gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe die 40er Größe und ich glaube, das ist perfekt für Leute, die eine Föhnfrisur machen und das vielleicht auffrischen wollen oder die keine Lust haben. Also ich komme nicht so gut mit Rundbürste und Föhn klar. Und oft war es ja so bei diesen Teilen, wo die Luft hier rauskommt, da ist es halt so, dass man viele Härchen hat, die abfliegen. Und das ist bei dem gar nicht. Also ich habe überhaupt keine abstehenden Härchen und ich kriege wirklich die schönsten Föhnfrisuren damit hin, die dann aber auch halten. Also ich zeige euch das jetzt mal, wie ich das gemacht habe. Und das sagt die Kinder. Ich finde es echt gut, ne? Also ich bin echt erstaunt, auch hier, wie schön. Das kriege ich sonst nie so toll hin. Gut, jetzt muss man natürlich noch mal gucken, wegen der Haltbarkeit, aber ich finde es gut. Also ich bin wirklich erstaunt. Also das, was ich halt toll finde, ist, dass es so gut durchs Haar gleitet. Es bleibt nichts verknotet hängen. Es hat ja auch diese Ionentechnik, das merke ich auch. Also ich habe keine Haare, die so wegfliegen. Und ich hatte ja sonst immer hier so eine Art, ist ja so ein Dyson Dupe gewesen. Das ist ja auch mit der Luft und so. Und damit habe ich das dann gerne gemacht. Aber durch diesen Wind hat man dann immer diese kleinen Härchen, die überall abstehen. Und das habe ich natürlich dann bei dem halt nicht. Und ich finde es wirklich, guck mal, wie schnell das jetzt ging. Ich habe jetzt hier gerade mal 5 Minuten für gebraucht. Und die Haare fühlen sich super seidig an, schön, nicht ausgetrocknet. Und wenn ich jetzt noch so ein bisschen Haarspray oder so, ich glaube, dann sollte das so ein bisschen halten. Das wird sich natürlich ein bisschen noch raushängen. Aber ich finde das echt gut. Also da wurde ich mal gut geinfluenced. Gefällt mir. Habe ich euch unten markiert, gab es in verschiedenen Größen. Ich habe jetzt die größte Größe genommen. Und dann wollte ich euch jetzt nochmal den aktuellen Stand von unserer Ankleidezimmerrenovierung zeigen. Es sieht hier auch ehrlich gesagt gerade sehr wüst aus. Und es gibt eine große Planänderung und die möchte ich euch jetzt erzählen. Und zwar hatte ich euch ja gesagt, dass ich halt mir 2 Packschränke zusammenstellen wollte. Einen für meinen Partner Max und einen für mich.
der für mich sollte auf diese Seite und der für Max auf die andere Seite, dass wir halt wirklich getrennte Kleiderschränke haben, weil jetzt teilen wir uns ein und ich möchte gerne einen eigenen haben, damit ich noch mehr Platz habe, auch für meine Mäntel und sowas, weil ich jetzt gerade nur, was heißt nur, ich habe halt 4 Fächer, da ist halt alles drin, aber es ist immer super gequetscht und auch zum Beispiel meine Winterjacken lagere ich unten im Keller und das möchte ich nicht mehr tun. Ich möchte das alles oben haben und da brauche ich dann einfach nochmal 1, 2 Fächer dazu. Und deswegen mir der Plan, dass das alles verkauft wird. Ich stelle mir die Schränke zusammen etc. Dann habe ich aber festgestellt, dass ich aktuell, ja, mir das dann doch ein bisschen zu viel Arbeit macht. Und außerdem wäre es bei der Seite nicht so toll, weil ich möchte halt ich wollte einen Schrank haben, wo man die Türen aufmacht. Und das würde hier nicht so gut funktionieren, weil ich halt hier meinen Schreibtisch habe. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass dieses Ganze schon wieder was renovieren etc. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann lass es doch. Nein, ich wünsche mir das jetzt schon seit ein paar Jahren und ich habe das immer vor mir hergeschoben, aber dieses Jahr möchte ich das jetzt endlich so machen, wie ich es mir vorstelle. Wobei kann man auch wieder sagen, das ändert sich bei dir andauernd. Ja, ich weiß, aber das wird dann halt so bleiben. Genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt beschlossen, dass dieser Schrank bleiben wird. Das heißt, der Kleiderschrank wird bleiben. Der hat ja hier auch Schiebetüren. Und wir werden nur einen neuen Kleiderschrank zusammenstellen für Max. Einen Packschrank, der dann auf diese Seite kommt. Und gleichzeitig habe ich hinten in der Ecke, hatte ich eine Kommode, die habe ich auch schon verkauft. Da habe ich jetzt nochmal so 75 cm Platz. Das heißt, da wird auch noch ein Packsteil reinpassen, ein Korpus. Der kommt da noch in die Ecke, dass ich dann noch die Möglichkeit habe, dort den Wäschekorb reinzustellen und auch noch ein paar Ablegefläche habe für Schmuck und Accessoires und solche Geschichten. Eventuell auch für Klamotten zum Aufhängen. Ich kann das ja dann umgestalten, den Schrank, wie ich das möchte. Aber es kommt da auf jeden Fall rein. Und oben hatte ich immer so Kisten und so, das fand ich immer nicht so schön. Aber oben kommt jetzt halt auch es gibt von Ikea auch noch so Aufsätze. Die sind auch in der passenden Größe, von der Decke bis zu dem Schrank. Und dort oben kommen noch 3 solche Aufsätze hin, dass ich dann oben da auch nochmal Stauraum habe. Und genau, und Max bekommt seinen eigenen Schrank. Und so habe ich dann hier meine komplette eigene Seite. Er hat seine eigene Seite. Und ich denke, damit sollten wir glücklich sein, vorher nicht. Und ich glaube, dass es dann auch ein bisschen noch ruhiger und in dem Zimmer hier aussehen wird, weil ich jetzt, wie man sehen kann, im Hintergrund immer das Gefühl habe, es ist sehr unruhig. Weil da oben sammle ich jetzt zum Beispiel gerade auch so meinen Schmuck und so und das kommt dann da auch in die Seite rein und Max hat dann auch mehr Platz und ich zeige euch jetzt mal, wie es aktuell gerade aussieht. Ja, nicht erschrecken, es sieht jetzt gerade wüst aus. Ja, also ich habe hier diese Billy... Ich hatte hier diese Billy Oxford Schränke vor 3, 4 Jahren, für 2, 3 Jahren mir geholt. Aber für mich ist das auch keine Ideallösung, weil wie man sehen kann, finde ich, sieht das alles sehr unruhig aus, wenn da die Sachen anliegen. Ja, hier sind meine Perücken, die habe ich dann da oben immer gelagert. Und ich habe jetzt schon einen verkauft vorgestern. Am Freitag wird dieser abgeholt. Die Bretter kommen weg. Hier war ja auch so meine DJ-Ecke. Das brauche ich auch nicht, weil wenn ich übe, mache ich das jetzt im Schlafzimmer auf der Kommode. Ich brauche da hier nicht eine extra Ecke für. Und ich habe jetzt hier so meine Schuhe. Ich habe viel verkauft, deswegen habe ich auch gar nicht mehr so viel. Das sind alles meine Winterschuhe. Und die Sommerschuhe, die ich hatte noch, die passen auch in so eine Box. Und hier sind noch so Kisten, die in der Kommode waren. Und hier kommt dann auf jeden Fall von der Tür bis hierhin Max Schrank hin. Das werden so 2,70, 3 Meter sein ungefähr. Das geht dann auch bis zur Decke und da hat er dann auch, denke ich mal, genügend Platz. Und der Schrank dann, und mein Schrank bekommt hier oben noch Aufsätze. Dann habe ich da halt auch noch ein bisschen Stauraum. Und hier in die Ecke, ja, ich habe auch noch neue Lampen besorgt. Da kommt dann ein zusätzliches Packsregal. Das würde von der Breite auch passen rein. Und da habe ich dann auch nochmal Stauraum. So, ihr Lieben, ich habe gerade meine Wimpern abgemacht und es ist jetzt abends und ich will jetzt schlafen gehen und ich will jetzt hier diesen Vlog beenden. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, schreibt mir gerne einen Kommentar, abonniert mich, falls du neu hier auf meinem Kanal gelandet bist. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video und mal gucken, wie weit es dann hier im Ankleidezimmer ist.